So, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen, ich glaube in einer neuen Folge. Wir sind heute unterwegs mit einer Joker, mit einer 8 Meter. Relativ spontan, Svenny und Detlef haben noch zu tun, da habe ich gesagt, ach komm, jetzt fahre ich das. Ich habe mir die nämlich geholt, weil wir hier ein Stück tief gelockert noch haben am Vorgewende. Und, Moment. Und ich nämlich, ich zeige euch das mal, ist relativ schollig hier. Das wollen wir noch mal klein machen. Meine Scheibenecke ist nämlich verliehen. Deswegen habe ich mir die jetzt hier geholt. Also so sieht das vorher aus. Das wollen wir jetzt hier klein machen, schön glatt machen. Da oben in der Ecke ist es sehr, sehr uneben vom Striptill glatt machen. Und wir haben in Funklochhausen bei dem Mais-Stangenbohnengemenge sehr, sehr viel Wildschaden, was wir irgendwie ein bisschen zerkleinern wollen. Eine Messerwalze ist hier nicht zu bekommen gewesen. Hauptsächlich oben am Vorgewende am Wald. Da müssen wir das zerkleinern, sonst die Primera schiebt da alles auf. Das heißt, da machen wir jetzt so ein bisschen Vorarbeit, bevor wir, ich hoffe, morgen mit der Saat anfangen können. Wir wollen nämlich ein bisschen Gas geben, wir müssen ein bisschen Gas geben, ein Stück. Aber anderen Seite, da drüben, da zieht Detlef noch das Striptill durch, da hat er noch 6, 7 Hektar. Aber das ist gestern noch mal kaputt gegangen, leider Gottes. Und ja, da hat Detlef tatsächlich irgendwie ein bisschen mehr Pech, als wenn das hinterm Güllefass läuft. Da lief das jetzt ziemlich gut, aber jetzt hat er ein bisschen Pech gehabt. So, ist aber dreckig, Svenny, die Scheiben. Das war auch alles so spontan. Ich habe nicht mal meinen Streaming-Rucksack, ich habe gar nichts dabei. Keine Kamera, nichts. Und ja, was jetzt ganz schön ist eigentlich, ist hier tatsächlich der schwere Packer für diesen Boden. Also die ganzen sandigen Flächen oder so, da machen wir einfach direkt Saat, das ist ja gar kein Problem. Aber hier ist tatsächlich schwerer Boden, 50, 60 Bodenpunkte. Man sieht das auch, wie klumpig das ist. Und ja, mit meinem Tiefenlocker, da muss ich mir noch was überlegen, dass das auch quasi nach dem Tiefenlockern ein schönes Ergebnis ist. So, hier unter den Bäumen kam ich mit dem Orbis nicht runter. Muss ich mal ein bisschen was ausschneiden hier am Rand. Da war ich letztes Frühjahr hier. Genau, und in erster Linie wollen wir natürlich schön glatt bekommen. 8 Meter sind natürlich geil, ne? 8 Meter schaffen wir erstmal direkt richtig was. Und hier seht ihr die Schollen, hier war das so uneben im Frühjahr. Hier müssen wir wahrscheinlich mehrmals rüber kreisen. Also das ist auch noch nicht so richtig die beste Lösung mit dem Striptill. Kann ich euch nämlich sagen, wenn der Boden richtig hart ist, reißt du nur Schollen raus und hast irgendwie hinterher alles total uneben. Das ist nicht so geil, muss ich euch ehrlich sagen. Da müssen wir irgendwie nochmal uns, ja, entweder lockert man diese Stellen vor, also es sind nicht viel, aber es sind so ein paar Lehmgruppen und so. Entweder lockert man die nochmal vor oder scheibt die einmal grob rüber. Weil nur Striptill funktioniert da tatsächlich nicht. Also was oft schon reicht, ist tatsächlich so 5 cm an der Oberfläche vorgelockert, damit der Boden bricht. Oder entsprechend ein bisschen, also es darf nicht zu trocken und es darf nicht zu nass sein. Und dann funktioniert das eigentlich sehr gut. Übrigens, wir haben jetzt ja seit Wochen kaum richtig Regen gehabt und gestern war groß angekündigt, nur 3 mm. Und ihr seht, obwohl jetzt 3 mm so richtig geil ist es nicht. Vom Bodengefüge, wir gehen gleich mal raus gucken. So richtig geil ist es nicht. So, ich habe auch zu Svenny gesagt, wir werden hier das ganze Stück, das sind hier knapp 8 Hektar, wir werden alles einmal durchlockern. Weil ich glaube, das ist auch noch nie passiert. Man merkt, die Scheibenecke geht nicht mal rein. Genau, also ich versuche jetzt das einfach hier vorne auch schon vorzulockern, dass der Boden dann hier vernünftig bricht und dass wir uns dann hier den Nachgang sparen können. Wir werden das nach der Saat auch nochmal nachgüttlern, damit wir einen schönen Feldaufgang haben. Ich meine, da ist die Primera eigentlich gar nicht so schlecht, die produziert ja eigentlich schon ein bisschen mehr Feinerde.
Bei dem Stück hier ist es übrigens auch so, anscheinend hier war das Orbis verstopft, kann ich mich gar nicht dran erinnern. Da vorne nochmal. Bei dem bei dem Stück hier ist es auch so, wir haben die Bearbeitungsrichtung gedreht. Wir hatten sonst immer hier lang, so. Und ich habe das dieses Frühjahr mal durch die Fahrspurplanung geschickt. Und der hat gesagt, wir sollen so lang arbeiten und sparen tatsächlich, ich glaube, 8 oder 9 Bearbeitungsspuren tatsächlich bei 6 Meter. Und das ist tatsächlich spürbar. Also wir haben Strip-Till in diese Richtung gemacht, gelegt in diese Richtung und dieses Stück geht mit mal hervorragend auf. Also wir haben vorher so gearbeitet, also quasi so lang und hatten dann immer so Mini-Keile und ja, war alles nicht so richtig. Ich habe da auch mal ein bisschen gedreht dran und tatsächlich so diese Bearbeitungsrichtung, Lagers Fahrspurplanung heißt das übrigens. Habe das quasi berechnen lassen und das geht jetzt sowas von hervorragend auf, das ist der Wahnsinn, Alter. Wie schnell man, mit mal jetzt, das sind so 8 Hektar und das hat vorher so total aufgehalten, aber wie schnell man jetzt mit mal dieses Stück fertig kriegt, ist der Wahnsinn. Ist der Wahnsinn. So, genau, und deswegen, man hat jetzt im Mais, hat man dieses Jahr tatsächlich auch die Querfahrgassen gesehen, weil wir haben diese früher auch eine Strip-Till gemacht und deswegen lockern wir das jetzt hier mal einmal nach. Damit wir, wenn wir dann quasi auf Direktsaat den Schwenk machen, damit es einmal vernünftig ist und dass wir nicht immer diese, wir haben mit, oh, wir müssen eigentlich nochmal nachlockern, irgendwie, da sind noch Verdichtungshorizonte drin und sowas. Ja, deswegen, das hole ich ja dieses Jahr nach für nach so ein bisschen nach. Also für euch von, ich glaube, 250 Hektar Getreide, die wir jetzt drillen, sind, ich sag mal, 40 Hektar, die wir jetzt nochmal tief lockern, also mit Vorgewende. Mit das drüben, das ganze Stück sind schon 34 Hektar. Na, vielleicht sind es auch ein bisschen mehr. Das sind 34, das sind 8, 42. So, dann haben wir 1, 2 Vorgewände, wo wir genau wissen über die Jahre, ach, da wächst immer nichts, da lockern wir jetzt auch immer tief nach. Also vielleicht sind es jetzt 50 Hektar, aber dass wir die einmal vernünftig in Gang kriegen. Also ihr merkt, ist ja selber ein bisschen uneben, aber auch weil wir die Bearbeitungsrichtung getauscht haben. Ja, genau, deswegen machen wir diesen Aufwand. Und ja, hier kommt ja auch Gerste hin und die ist auch ein bisschen sensibler in der Hinsicht. Die mag dann tatsächlich auch nicht so die Verdichtungshorizonte. Kann mir dann aber auch vorstellen, dass ich erstmal in der Übergangszeit vielleicht auch vor der Gerste nochmal mit dem Strip-Till vorweg arbeite. Dass wir da vernünftig, ja, dass wir da einen vernünftigen Ertrag bekommen. Und wie gesagt, vielleicht hauptsächlich auf den schwereren Böden hier in die Richtung raus. Bei mir in Friedland ist das, glaube ich, ja, diese Sandböden, die neigen ja nicht so krass zum Verdichten. Die sind auch immer schüttfähig, die klumpen nie, das ist der absolute Wahnsinn, diese Böden. Diese Böden und Regen, wenn man sich was wünschen kann, diese Böden und Regen. Da kannst du immer drauf fahren, hast du immer Saatbett, ist immer fertig, fällt gut, schüttet gut, ist immer eben, kriegst du keine Klumpen, also diese Böden sind so geil. Wenn da nicht noch unendlich viele Steine drin wären, aber naja. Alles Gute ist nie beisammen. So, ich habe das hier auch gleich fertig. Mit 8 Hektar, mit 8 Meter schafft das ja auch richtig. Ich habe jetzt einige da oben, die Zone, die habe ich 2, 3 Mal rüber gezogen, damit das richtig schön glatt wird. Mit der Scheibenecke, ja, die ebnet ein, aber teilweise ebnet ein Grubber besser ein, weil der halt Erde mit sich rumträgt. Das macht dann da ein bisschen mehr Sinn. Aber habe ich auch, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Zumal du für den Grubber ja auch wieder extra PS brauchst. Ich habe jetzt hier unten, habe ich die Scheibenecke unten gelassen, in diesen Zonen, da wo es noch so doll klumpig und uneben ist. Ansonsten hebe ich natürlich aus, gar keine Frage. Und was auch ganz nett ist, man fährt quasi auf dem Packer, auf den Reifenpacker fährt man am Vorgewende und dreht nicht über die Reifen. Finde ich eigentlich deutlich besser. Wir haben immer, zum Beispiel, wir haben damals die Kackerling gehabt und die hat immer auf den Reifen gedreht und wenn das mal mühfeucht war, hast du immer direkt Spuren gehabt. Das war natürlich ein schwerer Teil, relativ kleine Reifen, hast du immer die Spuren gesehen. So, wir hoffen mal, dass heute noch ein bisschen Regen kommt, weil dann wird der Boden natürlich auch ein bisschen schüttfähiger. Jetzt diese ganze Trockene, das kenne ich ja fast gar nicht von meinen Böden, dass die so krass klumpig brechen. Das ist halt, der Mais hat noch so komplett die ganze Feuchtigkeit rausgezogen, das ist dann auch logisch, ne? So, wenn in Friedland da die Sandböden, da ziehst du Strip-Till durch, das fällt alle, das ist hinterher hervorragend. Und hier musste ich ein bisschen mehr schuppern, aber dafür sind die Böden hier natürlich deutlich ertragsstabiler und immer ein Garant für gute Erträge. Ja? Also hier der Mais zwar hat auch nur 15 Tonnen Trockenmasse auf den Hektar gebracht, aber da war, glaube ich, eher das kühle Frühjahr.
Bis dahin. So, jetzt fährt Svenny weiter. Da hinten fährt Detlef. Wir sind jetzt hier ja auf den relativ schweren Boden und wir fahren jetzt, also wir haben einen Teil ungefähr ab da vorne haben wir vorgescheibt und dann zieht Detlef durch. Und hier haben wir nur mit dem Strip-Till gearbeitet und ja, das kann ich euch jetzt noch mal zeigen, wie das denn aussieht. Da fahren wir jetzt noch einmal flach rüber und dann haben wir hinterher ein schön ebenes Saatbett, weil das sieht ja vorher so aus. Das ist das Problem, wenn du einmal anfängst mit Bodenbearbeitung, dann musst du das auch wieder so hinkriegen, dass es vernünftig aussieht. Ja, vorher, nachher. So, das sieht eigentlich sehr zufriedenstellend aus, muss ich sagen. Und wie gesagt, hier ist schwerer Boden, sehr ausgetrocknet. Ja, und nach Mais, der hat das natürlich richtig leer gezogen. So nach Raps oder so ist ja richtig mürbe, da brauchst du ja gar nichts machen. Und wir gehen mal weiter. Hier zum Beispiel sieht man, hier war eine Fahrgasse. Das ist dann noch ein bisschen klumpig, aber ich denke mal, hier Primera Zinkensaat, die macht auch noch einiges klein. Und dann denke ich mir, wenn wir das Stück hier vielleicht noch angüttlern, dass wir einen vernünftigen, schönen Feldaufgang haben. Das ist das Wichtigste, Leute. Wenn wir die Chance jetzt vertan für den Feldaufgang, guckt mal hier. Hier waren wir, haben wir jetzt vorweg gescheibt und ja, sind dann mit dem Strip rüber gefahren. Das sieht natürlich deutlich besser aus. Das sieht natürlich deutlich besser aus, da werden wir wahrscheinlich nicht mehr rüberfahren. Das reicht so, aber oben am Wasserloch, da ist es noch klumpig. Also hier werden wir stückweise noch ein bisschen vorarbeiten. Ich will euch das mal zeigen hier. Rückwärts hier ranfahren bei Detlef. Also hier haben wir vorgescheibt und man sieht natürlich, hier fließt jetzt der Boden da ganz anders durch. Ne? Der fährt 6 km/h. Und das macht natürlich dann ein schönes Arbeitsbild, ne? Bei dem Rad, was jetzt so ein bisschen anfängt zu schleifen, hat er mir vorhin schon gesagt, da ist wahrscheinlich die Zylinderdichtung wieder kaputt. Dass der ein bisschen Druck lässt und der nicht oben bleibt. Dieses Jahr müssen wir im Winter relativ viel am Strip-Till machen, hat er mir eben schon gesagt. Es sind hier mal ein paar Augen ausgeschlagen, hier und da. Und naja, hat ja auch schon ein paar 100 Hektar gemacht. Ne? Und ja, dann werden wir uns im Winter da das Ding in der Halle reinholen und dann ausgiebig die Wartung durchmachen. Aber ansonsten hier sieht es natürlich hervorragend aus hier am Vorgewende. Jo, also wie gesagt, hier für Gerste, sogar Braugerste ist das, die hier hinkommt. Und wahrscheinlich ist das Stück hier zum letzten Mal. Schade eigentlich, aber kein Rankommen momentan an neue Flächen. So gerne ich das auch versuche und so gerne ich auch mehr Fläche hätte. Es ist ein Wahnsinnskampf um die Flächen geworden. Und ich weiß nicht, mit welchen Tricks bei den Ausschreibungen einige arbeiten, aber ich komme nicht ran. Ich komme nicht ran. Der Preis ist ja nicht mehr hauptausschlaggebend, sondern so ein Punktesystem. Und ich kann ja relativ viel schon ziehen. Ich habe ja hier von erosionsmindernden Ackerbau vielfältige Kulturen. Gut, vielfältige Kulturen haben auch einige. Aber erosionsmindernder Ackerbau, also man kommt ja schon viel auf Punkte. Aber ich glaube, man kommt nicht an eine Neugründung und an Junglandwirt ran. Also Neugründung, glaube ich, hat die meisten Punkte, aber das gilt wohl nur ein Jahr. Aber auf jeden Fall, Leute, ich komme nicht an Flächen. So gern und so gut wie ich das auch versuche, ich komme nicht ran. Und ja, auch krass zu krassen Pachtpreisen. Gestern meinte einer noch zu mir, er zahlt 160 € Pacht für 30 Bodenpunkte. Ich muss hier, keine Ahnung, 600 bis 900 hinlegen, damit ich an Fläche komme. Also absoluter Wahnsinn. So, da sind wir wieder. Und ihr seht, Primera, wir ziehen die erste Bahn. Das ist das Stück, was ihr tatsächlich hier in dem Video gesehen habt, wie wir es vorbereitet haben. Bisschen ausgiebiger hier. Ja, sieht auch nach Grubbern aus. Und ich würde letztendlich sagen, ist es auch wie Grubbern. Genau, Striegel muss ich noch runter machen. Genau, jetzt haben wir das. Und jetzt können wir das hier mal, na gut, die Ablagetiefe ist am besten kontrollieren wie die, wenn wir mit Striegel gefahren sind. Aber wir können ja trotzdem hier einmal reiben.
Ja, ich werde das einmal mit dem Striegel machen, weil es genau jetzt natürlich hier der Damm da drüber einmal mit Striegel hier lang zieht. Und Svenny kommt nachher noch und gürtelt das Ganze noch an, damit wir auch eine schöne Ablagetiefe haben. Oder damit wir generell eine schöne Ablage haben. Aber generell würde ich sagen, wir müssen ein bisschen Schwung aufnehmen und dann gucken, wie es läuft. So, einmal mit Geschwindigkeit jetzt gefahren. Übrigens, Leute, ich habe mir eine neue Kamera gegönnt. DJI Osmo Action 5, habe jetzt die ganzen Tage schon drauf gewartet. Habe mir die dann auch gleich bestellt, angeblich gestern zugestellt. Aber ich habe keine bekommen. Müssen wir mal gucken, was der Postminister heute sagt. Ob er die irgendwo hingelegt hat. So, gucken wir uns das mal an. Körner liegen schon mal keine oben drauf. So sieht das hinterher aus. Und muss ich ehrlich sagen, was ich nicht ganz so toll finde, aber das haben irgendwie alle Direktsaatmaschinen, sind die Reifen am Fahrwerk. Am liebsten so eine komplette Reifenwelle, die man als Rückverfestigung nutzt. Finde ich tausendmal besser, aber irgendwie, das haben alle. Und das wird auch nicht besser. Genau. Gucken wir mal hier. Na gut, da geht ja hinterher der Reifen drüber. Da wird es ja angedrückt. Demzufolge. Und ja. Ziehen wir mal hier eine Bahn. Aha, hier haben wir die Saat. So. Da haben wir sie gehabt. Hier haben wir sie gehabt. So, der ist eben hier ein bisschen tiefer gelaufen. So. Ja, ungefähr so, ich würde so sagen 1,8 Zentimeter. Und der hier auch so ungefähr. Würde ich auch so sagen. Ich würde das jetzt aber nicht zu tief machen. Ich habe da Angst, so aus dem Frühjahr mit der Primera, generell, dass es da ein bisschen zu tief ging. Hier ist wahrscheinlich ein bisschen gesprungen durch die Wurzeln. Ja, vielleicht machen wir ganz mühe tiefer. Dass wir das hier vermeiden. Genau. Und dann, ihr seht, ich habe jetzt hier noch ein bisschen Dünger mit dazu gegeben. Zum Start. Das ist ein PK-Dünger. Ja. Vielleicht machen wir ein ganz kleines Mühe noch tiefer. Das ist so ein bisschen die Einstellung, die wir jetzt hier hatten bei der Beisaat. Da war es ungefähr so 1 Zentimeter tief. Wir machen jetzt noch einen halben tiefer, damit die wirklich alle unter der Erde sind. Dann kommt Svenny, gürtelt da schön rüber, dann liegt das auch gut gebettet. Ihr seht, wir hatten jetzt Regen, wir hatten aber nicht viel Regen. Wir hatten insgesamt 7 mm. Also ich denke, wenn wir jetzt hier wühlen, da, seht ihr? Da ist trockener Boden. Das ist für die Aussaat ein Vorteil. Je feuchter das natürlich ist, desto mehr hinterlassen wir jetzt Spuren. Also wir fahren ja hier Reifendruck 0,7 Bar, 0,6 Bar vorne. Und hier bin ich jetzt auf 1,5. Der trägt natürlich relativ viel. Wir haben eine halbe Tonne Dünger und wir haben 2 Tonnen Saatgut drin. Ich habe mir jetzt überlegt, das Saatgut kommt jetzt zum Acker. Wir laden mit dem Teellader, dann mache ich mal 1 Tonne Saatgut rein und eine halbe Tonne Dünger ist immer ein Big Bag. Wir fahren 40 Kilo Dünger, 151 Kilo Saatgut. Das entspricht 360 Körner auf den Quadratmeter. Ist eine zweizeilige Gerste und haben wir Ton, sagt man? Theoretisch, ja. Das ist eine zweizeilige Gerste, das ist so die Anbauempfehlung. Aber ich sehe auch gerade hier vorne muss der Bock noch ein bisschen weiter runter. Muss ja parallel zur Erde. Mensch, Hannes. So. Und jetzt sieht die Saatgutablage sicherlich auch anders aus. Bevor ich jetzt was einstelle, Mann, das Gebläse hier. Bevor ich jetzt was einstelle, fahre ich jetzt lieber nochmal und überprüfe das nochmal nach. Leute, apropos Saatgutablage prüfen. Mir wurde letztens berichtet von jemandem, der hat seine ganze Rapsaussaat mit der Saatgutablageneinstellung vom Mais gelegt. Und er hat seinen gesamten
Raps auf 7 cm Tiefe gelegt. Und soll ich euch was sagen? Die Bedingungen waren so gut, dass er das tatsächlich geschafft hat. Also der ist tatsächlich rausgekommen, der Raps. Hat natürlich ewig gebraucht. Hat jetzt so viel unter der Erde. Aber ist natürlich Wahnsinn. Aber lieber einmal mehr kontrollieren als zu wenig. So. So. So, was ich noch einstellen muss, dass er das hier erkennt. Genau. Oh, jetzt laufen die auch viel tiefer. Sehe ich das schön. Jetzt läuft das alles viel tiefer hier. Gehe jetzt nochmal raus und kontrolliere jetzt nochmal nach. So. Dann gehen wir nochmal hin. Gehen wir nochmal hin und kontrollieren das nochmal nach. Da war ihm schon Dünger, hier ist Saatgut. Also ich würde sagen, wir lassen das jetzt so. Hier ist Saatgut. Den würde ich fast als ein bisschen zu tief einschätzen. So, jetzt ist es natürlich so, je flacher das alles kommt, desto schneller ist es aus der Erde. Aber meine Erfahrung hier auf unserem Standort ist, dass wenn es ein bisschen tiefer liegt, ist tatsächlich die Winterhärte ein bisschen besser gegeben. Also was heißt ein bisschen tiefer? Ich habe die Erfahrung gemacht, so dass bei 2,5–3 cm das bisschen besser gegen diese Kahlfröste gegenhält. Und dass die ausgefrorenen meistens so bei 1 cm lagen. Aber zu tief will man auch nicht. Dann braucht er zu lange aus der Erde. Hier haben wir jetzt die Saat. Das ist eigentlich ganz gut. Hier ist ja sehr viel loser Boden. Wenn wir das nachher so einmal andrücken. Ja, aber das muss noch ein bisschen abtrocknen, bevor Svenny hier mit der Güttler kommt. In dem nassen, feuchten Boden brauchen wir es noch nicht angütteln. Da muss jetzt hier Wind abtrocknen. Ich sag mal frühestens in 4 Stunden oder so kann er das anwalzen. So, wir fahren los. So, also ich habe jetzt noch ein ganz kleines bisschen flacher gemacht. Ich sag mal so 0,2 cm ungefähr. Ich will das bei den Bedingungen nicht zu doll verbuddeln. Jetzt wird es kühler, jetzt wird es ein bisschen feuchter der Boden und ich habe wirklich Angst mit der Primäre aus dem Frühjahr raus, dass es am Ende doch ein bisschen tiefer liegt, als man so denkt. Klingt komisch, aber irgendwie war es ja im Frühjahr auch so. Ich habe das im Hanf gefühlt auf 1,5 cm eingestellt und nachher lagen die dann doch deutlich tiefer. War auch so ein bisschen... Im Frühjahr hat auch einer untergeschrieben, in der Primäre liegt es immer verrückterweise ein bisschen tiefer, als man das denkt und als man das sieht. Genau. So, ich drill jetzt hier meine Bahn. Nachher kommen Detlef und die bringen mir einen Teellader auf dem Hänger noch Saatgut und Dünger nach. Verrückt. Ich brauche auch tatsächlich für die Hektar Getreide über 40 Tonnen Saatgut. Die ist jetzt gekauft. Was heißt gekauft? Naja, alles ist gekauft. Aber ein Teil ist ja, also der Weizen, den ich habe, ist selbst vermehrt. Und ich habe das andere Stück, wo ich überlegt habe, Roggen, was machst du dahin? Mit dem ganzen Dammwild habe ich mich jetzt für Gerste entschieden. Ich hatte 11 Tonnen Saatgut für die Gerste weggestellt. Ich hatte das jetzt hier, das Braugerste, die wir gerade drillen. Ich hatte das schon im Kopf und habe mir das überlegt. Und habe gedacht, ach, wer weiß, was kommt. Pack dir mal noch 11 Tonnen Saatgut beiseite. Wenn nicht, kannst du das ja auch ohne Probleme nochmal hinterher verkaufen. Oder, naja, verkaufst nächstes Jahr oder wie dem auch sei. Und demzufolge habe ich Saatgut da gehabt. Jetzt war die Tage die Reinigung da. Übrigens dieselbe, die Janni auch hat. Oder derselbe, der das bei Jan auch macht. Super Service. Kann ich euch sonst im nächsten Video nochmal mitgeben, wie der hieß, weil der muss nochmal kommen. Der muss nämlich nochmal meinen ganzen Hanf reinigen. Wir haben ja Hanf, haben wir schon gedroschen, beziehungsweise haben Svenny und Detlef gedroschen. Da war ich jetzt hier nicht beteiligt. Unterm Strich kann ich euch sagen, ich würde sagen, die Hanfernte war gut. Ich würde sagen, so 1,5 Tonnen getrocknete Ware pro Hektar. Und dann auf dem Boden, ich sag mal 20 Bodenpunkte.
das schafft vielleicht Mais allerhöchstens auf den Standort, aber dann auch nicht bei den Kosten. Also ich Pi mal da um 1.000 Euro gibt es pro Tonne Hanf, wenn man eine Vermarktung dafür hat. Und ja, das ist dann natürlich schon was, ne? Also ich sag mal, ein Roggen wird da auf 5 Tonnen kommen, ein Weizen vielleicht auf 4,5, 5 Tonnen. Und rechne halt aus, das schafft ihr allerhöchstens 1.000 Euro auf dem Hektar und da schaffen wir 1.500 nur mit Säen und einmal vorher Totalherbizid und ich habe dann SSA als Startgabe hier genommen. Genau. Wo ich aber denke, dass die 70 Kilo SSA dem Feldaufgang nicht gut taten. Also das SSA hat ja eine hohe Salzwirkung eigentlich. Und kann mir auch vorstellen, dass dann bei den Bedingungen, ich meine, es war feucht, aber dass das tatsächlich Auswirkungen hat. Jetzt hier der PK gibt so einen Salzwertindex oder so. Ich habe da so eine Tabelle. Da kann man das mal nachgucken. Und hier sind es 40 Kilo. Sind jetzt auch nicht die Welt. Wie gesagt, hier bei feuchten Bedingungen. Getreide hat natürlich auch ein bisschen mehr Angriffsfläche. Ja, von daher denke ich, geht das hier voll klar. Genau, habe da auch mit jemandem geschrieben, so, der meinte, ja, bis 70, 80 Kilo geht eigentlich voll klar, je nachdem. Und je nachdem, welcher Dünger, Harnstoff geht wohl teilweise auch bis 100 Kilo klar. Kommt immer auf die Bedingungen und das Saatgut an. So. Das ist jetzt natürlich, wie gesagt, das ist für mich ganz klar jetzt ein Nachteil. Dass man jetzt hier diese Spuren noch vom Fahrwerk sieht. Wie gesagt, da hätte man das, also das Auge hätte ja am liebsten, dass alles perfekt ist. Naja, alle guten Dinge sind nie beisammen. Ich glaube, die einzigen, die so richtig, aber die Avatar läuft mit Rädern, die Clayton läuft mit Rädern, die läuft mit Rädern, die Boss läuft mit Rädern, die Sky läuft mit Rädern, Novak-Räder, haben ja alle Räder irgendwo. Die einzige, die mir so einfallen würde, als Tripfelsat, glaube ich, wäre eine Sprinter. Eine Horse Sprinter, die tatsächlich auch hinten einen Reifenbalken hat und sich darüber trägt. Finde ich, glaube ich, ist immer die bessere Variante. Wir haben jetzt den Vorteil natürlich mit der Primera. Wir können jetzt hier auf quasi bearbeiteten Land fahren. Ja, das entspricht ja hier wie Grubbern. Wir haben einmal gestriptillt und haben einfach einmal mit der Scheibenecke rübergezogen, damit das eben ist und damit das schön glatt ist und feiner Boden entsteht. Wenn wir jetzt, ich sag mal, hier wären wir jetzt, eine Avatar wäre wohl gegangen, die denke ich geht, also eine 57A von John Deere wäre dann auch gegangen. Eine Maschine mit Undercut-Char wäre schwierig gewesen. Also die Boss oder die Sky sind schwieriger, weil die brauchen tatsächlich gesetzten Boden und je fester der Boden ist, desto besser funktionieren die da. Zinkensaat geht, ganz klar, Primera Clayton. Sprinter würde gehen, denke ich, von Horsch. Und ja, also das sind immer so Vor- und Nachteile von ganzen Systemen und wir haben ja gesagt, die Primera muss auch tatsächlich das abdecken, wenn wir doch mal irgendwo grubbern müssen. Und ich gehe auch davon aus, dass wir dieses Stück hier verlieren zum nächsten Jahr. Schade eigentlich. Hier ist geiler Boden, ist ein schönes Stück. Und hier ist tatsächlich auch eine Zone, wo relativ viel Regen rüberkommt. Das heißt, hier war in den letzten Jahren immer der Garant für den guten Ertrag. Also hier waren immer mit die besten Maiserträge und auch mit die besten Getreideerträge. Schade, dass ich hier nie drauf einen Raps hatte. Ein Raps wäre schon geil gewesen. Übrigens, gerade Fadi hat mir ein Bild geschickt, Kameras angekommen. Werde ich vielleicht ab heute Nachmittag oder ab morgen werde ich mit einer DJI Action 5 und neue Mikrofone aufnehmen. Der Vorteil ist, ich habe ja jetzt hier quasi das Mikrofon mit Klinke angeschlossen und am Empfänger. Und die neuen Mikrofone kannst du tatsächlich mit Bluetooth an der Kamera koppeln. Und das ist ein riesen Vorteil, weil diese Klinkekabel rutscht manchmal immer raus und verursacht immer Probleme. Ach Mensch, gut, dass ihr das sagt. Ich muss hier nochmal schnell telefonieren wegen, damit das hier auch aufgezeichnet wird mit der Saat, Mensch. So, tada, wir sehen. Wir sehen wir nix. Doch, wir sehen. Ha. Oh Gott, Hannes. Oh Gott, Hannes. Also, habe ich hingekriegt. Hier steht jetzt der Dünger pro Hektar, Aussatzstärke 151 Kilo. Was war's? Und zwar hier bei Isobus-Konfiguration, hier muss stehen Dokumentation über einen Task Controller und Geräte
Beschreibung, Sämaschine ISO XML Multiboom. Zack. Und damit hat er jetzt alle Daten, ja, zum Aufzeichnen. Jetzt kann ich nachher hier vorne hergehen, auf so einer langen Bahn werde ich das nicht machen, und nochmal 3, 4 Bahnen ohne Dünger drillen und nächstes Jahr einfach dann auswerten. Also über einen Mähdrescher fahre ich dann hier mit Field View und der sagt dann einfach, ganz einfach, hier, pass auf, in der Zone ohne Dünger war der Ertrag, hat sich so und so verhalten, damit man weiß, ja, bringt es denn nun was, hier 40 Kilo nochmal im Herbst mit reinzunehmen oder nicht. Ich weiß aber von ganz vielen Betrieben in meiner Region, sind die alle dazu hingegangen und haben sich inzwischen alle irgendwo Drillmaschinen gegönnt, die Unterfuß können. Und von daher, die machen es ja nicht von ungefähr. Ich denke, gerade mit Phosphor kann die Wurzelentwicklung und die Herbstentwicklung, glaube ich, positiv beeinflussen. Und vielleicht sogar auch im Frühjahr so ein bisschen, dass die Bestände ein bisschen besser in Gang kommen. Bisschen schade, dass wir zum Beispiel auch jetzt nach dem Mais im Getreide in der Direktsaat jetzt nicht irgendwie so 10 Kilogramm Stickstoff geben können, weil wir haben natürlich nicht mehr die Mineralisation der Böden. In der Direktsaat, ja klar, hier haben wir es ja, ne? Der setzt jetzt Stickstoff frei, wir haben ja hier drin rumgebuddelt. Aber die Direktsaat, und das meiste ist ja Direktsaat, was wir jetzt machen, da haben wir ja keine Möglichkeit. Also A, rotes Gebiet sowieso nicht, oder ja, aber nur bis zum 20. September bin ich der Meinung. Und B, wir haben jetzt hier im Weizen sowieso keine Möglichkeit der Herbstdüngung. Aber so 10 Kilogramm Stickstoff hier in der Saatrinne, glaube ich, wäre schon ganz geil, damit er sich vernünftig entwickelt. Beim Raps ist es jetzt so, der kommt jetzt Stück für Stück nach. Da können wir jetzt nur hoffen, dass der sich auch zeitig entwickelt. Und gut, dass wir jetzt vielleicht noch einen goldenen Oktober haben mit ein paar Tage über 20 Grad, dass der nochmal richtig vorankommt, sonst sehe ich für den auch schlecht. Aber ich kann ja auch nächstes Jahr nicht unendlich wieder Mais machen. Ich bin ja da auch irgendwo limitiert. So. Ich meine, so sieht es schon ganz befriedigend aus, ne? Spannend wäre irgendwie ein bisschen gewesen, aber das wollte ich jetzt nicht ausprobieren, wenn der Boden ein bisschen klumpiger ist, wie viel Feinerde die jetzt in der Saatrinne produziert. Aber ich glaube, das ist auch nicht unendlich, was sie an Feinerde produzieren kann. So wie dazu. Leute, bis später.